Hi! Freut mich, dass ihr reinschaut. Wir spielen heute wieder eine Runde Genshin Impact. Und ich glaube, wir machen endlich mal das Jadegemach. Weil wir haben nämlich endlich mal einen Zeitraum, keine Events gibt und wir einfach mal machen können. Ups. So. Dann gucken wir mal. Wir machen heute erstmal unsere Missionsaufträge und danach machen wir hier mit dem Wiederaufbau des Jadegemachs. Und hi Samael! Freut mich, dass du da bist. Wie geht's dir? Und freut mich, dass du es geschafft hast. So, wo ist meine Quest? Da hinten. Da erfriere ich doch wieder. Nach meinem Glück erfriere ich da wieder. Hi Nero, freut mich auch, dass du da bist. Wie geht's dir? Freut mich, dass es dir gut geht, Samuel. Mir geht's jetzt auch wieder besser. Ich klinge wieder wie ein Mensch. Also einigermaßen wie ein Mensch. Hi Jobs, schön, dass du da bist. Oh, der Eve-Emoji ist cute. So. Ich hätte vielleicht erst mein Schild zünden sollen. So. Kling wieder vampiriger. Perfekt. So soll es sein. Ich sah ja nicht, kling wie eine alte, schrumpelige Hexe. Das wäre ja gruselig. Und freut mich, dass es dir hervorragend geht. Mir halt, wie gesagt, auch wieder gut. Ich bin wieder fit, alles perfekt. Und hi Cat, schön dich zu sehen. Wie geht's dir? Autschi. Ich werde verprügelt. Prügel zurück. Ich sollte mich nicht auf die Kerze stellen. Gehört, das tut weh. Na, willst du auch noch prügeln? Hey, ich sehe nichts. So. Nö. Wie war denn euer Nikolaus heute so? So ganz doof gefragt. War was im Stiefel, im Schuh oder... Da. Und dann direkt zur zweiten, die war nebenan. Da hätte ich mich jetzt auch nicht hin teleportieren müssen. Egal. Du hast ein Eisschild. Ich glaube, das hast du nicht mehr lange, mein guter Freund. Komm mal her, komm mal her. Das war der falsche. Autschi. Perfekt, du hast kein Schild mehr. Ich glaube, jetzt können wir ordentlich miteinander kämpfen. Kommst du bitte wieder zurück? Hallöchen. Das ist etwas sehr Cutes im Stiefel, das freut mich. Oh, einen großen Linchoki. Oh. Das klingt ja lecker. Ich hatte heute Morgen auch eine kleine Tüte an meiner Türklinke hängen. Mit ein bisschen Schokolade. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Hachi. Entschuldigung, ein bisschen Husten habe ich noch. Also es kann sein, dass ich zwischendurch mal ein bisschen huste. Aber ich werde versuchen, so wenig wie möglich zu husten. Ansonsten hoffe ich, dass ihr alle einen recht entspannten Start in die Woche hattet. So. Dann haben wir auch nur noch 2 und dann können wir endlich die Story weiterspielen. Endlich mal. Wir wollen ja auch nicht schon gefühlt seit irgendwie 3 Monaten nach Inazuma. Ob wir da jemals ankommen werden? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein.
Ich habe kein Boogie dabei. Bennett, es tut mir leid, aber ich brauche einen Boogie. Wenn ich die jetzt noch ohne Boogie bekämpfe, dann ist Ende. Komm runter. Ich sollte vielleicht nicht mit Anemo gegen Anemo hauen. Kommst du wieder runter? Ich hab gehört, wir wollen miteinander spielen. Ich wollte nicht klettern. Ich wollte nicht klettern. Nein! Yoshi. Warum habe ich eigentlich Bennett eingewechselt und nicht Hazel? Viel Spaß im Lurkcat. Okay, perfekt. Da wäre mir der kleine Boy jetzt fast einmal abgeschmiert. Wo ist Goro? Goro ist auf 4. Oh, ich mag die überhaupt nicht. Wir hauen die noch weg, komm schon. Yes! So. Dann haben wir nur noch die Notreparatur und dann geht's endlich weiter. Ich freue mich schon richtig aufs nächste Banner. Ich möchte meinen kleinen Gremlin ziehen. Den Wanderer. Ich möchte meinen kleinen Gremlin ziehen. Hey, ich habe gehört... Ach, ich hätte Goro noch wieder eintauschen können. Ich habe gehört, man greift keine armen, kleinen, wehrlosen Händler an. So. Der hat ja schon ganz viel Angst. Der heißt sogar schon ängstlich. Der Arme. Komm mal her. Du brauchst jetzt wahrscheinlich Seile und Bretter. Okay, erstmal möchtest du ein stabiles Brett. Das kriegen wir hin. Wieso helfen dir eigentlich nicht die Jäger aus Quellingen? Die brauchen nur 3 Minuten, bis sie hier sind. Stell mir das einfach mal in Frage. Bist du ein Brett? Ja, du bist ein Brett. Perfekt. Hier, ich habe dein Brett gefunden. Und gleich die nächsten. Was hast du denn für Ware, dass du so beliebt bist? Hast du da was zu essen drin? Und die Hillichschule freuen sich jetzt über ein ausgiebiges Abendessen. Ich glaube, für Sino zu ziehen war echt eine gute Idee. So, jetzt möchtest du wahrscheinlich das Seil, genau. Dann geben wir dir einmal das Seil. Dafür müssen wir sogar einmal durch Quellingen durch. Das ist ein Dorf voller Jäger. Die wissen, wie man mit Chilicholen umgeht. Warum helft ihr dem armen Händler nicht? Ihr wohnt hier alle? Was ist da los? Seil? Seil. So. Rennen wir da mal hin. So, jetzt kommen aber hoffentlich keine Gegner mehr. Perfekt, jetzt kann das Teil brennend und brodelnd weiterfliegen. Ich weiß nicht, ob das so gesund für die Ware ist, aber hey, lassen wir das einfach so offen im Raum. Hopp. Ich bin eigentlich auch am Überlegen, ob ich einfach mal die Weltstufe erhöhe. Weil Schaden mache ich ja theoretisch. Aber dann wird der Abstand zwischen all meinen Charakteren und Hazel noch größer. Die große Kluft und das ist... Was brauche ich denn hierfür? Wir werden uns wiedersehen. Was ist wir werden uns wiedersehen? Ich glaube, wir machen einmal das Jadegemach fertig, dann machen wir die unfreiwilligen Opfer, dann geht's durch den Sturm und zuletzt machen wir den unerwarteten Gast. Ich ziehe Inazuma jetzt nur der Kluft vor, weil wir dadurch sozusagen endlich mal Hazel weitermachen können.
Weil aktuell ist Hazo noch mein Top-Damage-Dealer, so komisch das klingt. Er macht aktuell noch mehr Schaden als mein Sino. Obwohl Hazo ein 4-Star ist. Und das Problem ist, dass ich erst in Inazuma ankommen muss, damit ich sozusagen seine Materialien farmen kann. Da konnte ich mich nicht so durchmogeln wie jetzt bei Sino mit Sumeru. Und deswegen würde ich versuchen, dass Inazuma möglichst noch vor der großen Kluft reinkommt, wobei es mehr Sinn machen würde, wenn man nach Löhe auch direkt die große Kluft macht, weil es ja eine Ebene ist. Wir haben ja hier Löhe und dann quasi hier direkt große Kluft. Und hi Taku, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Und wir haben ja beim letzten Mal Shenhe mit Hunger hier stehen lassen und sie sagte, sie möchte Kräuter essen. Okay, wenn man das so sagt, Taku. Ginseng, glaze lily, and violet grass, please. Half a pound of each. What kind of prescription is this? Sounds more like a lunch order. Oh, here you go. That's everything we have in stock. Das freut mich, dass es dir recht gut geht. Was macht WoW so? Thank you. Andere Frage. Könnt ihr das Game überhaupt hören? Sonst würde ich nämlich einfach mal lauter machen. Jetzt sollte es besser sein, oder? Während alle noch staunend zusehen, verschlingt Shenhe alle Kräuter. Thank you. Was? Lecker? Rather awful. Though they were not completely devoid of sweet fragrance. After consuming a large quantity of them, bitterness is all that remains. So, how come you chow down on these and barely touch the restaurant food? If Paimon had enough Mora, Paimon would go to the fanciest restaurant in town and order a whole table of food and eat it all in one go. Aber kannst du danach noch fliehen? Because I'm not sure whether I will remain here in the future. The food of the mortal realm is most delicious, but should I return to the mountains, yearning for the food here shall only pose an obstacle to my continued spiritual development. Sampling each dish in order to appreciate its taste is enough. Return to the mountains! That proves it! Paimon knew she was an adeptus! Enough about me. What are your plans from here? Ihr Outfit einfach so schön. Paimon almost forgot! We came out to take part in the Rebuild the Jade Chamber competition! And now we're probably super behind because we've been held up for so long. I see. I heard something about the contest when I was passing by. Yep! You get to ask Ningguang any question you want if you win! Were you interested in the contest too, Shenhe? I came for the rebuilding of the Jade Chamber, but until this point I had no intention of joining a contest. However, you have shown me your kindness, and I would now like to lend you my assistance. Oh, don't worry. I ask for nothing in return. Wow! You really don't have to. But having an adeptus help out will make things a whole lot easier, so... Du bist jederzeit Then willkommen. let's not delay. I have a plan. Okay. Great! Paimon bets this is gonna be the awesomest plan ever! I am not sure whether or to what extent this plan can be classified as awesome. I do, however, believe it will be highly effective. We simply need to dispose of everyone who is currently ahead of us. Nein, Then, we alone shall become the victors. mach das nicht. Oh, that is not acceptable! Not by a long shot! Oh Mann. Really? But I hear that competition is in essence about conflict and one-upmanship. Look, we want to win this competition fair and square, okay? Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Let's start at the top of the list and work down. So, for Plustrite...
I was wondering who I could hear arguing over there. Beisu? So, it's you. Baiju, what are you doing out here? Lady Ningguang wishes to purchase a large batch of wound dressing. We're running low at the store, so I came out to fetch the ingredients personally. Ich bin echt am Überlegen, ob der irgendwann mal spielbar wird. Es war der erste Charakter, den du in Lühe kennengelernt hast, der die Dendrokraft hat. Huh? How come Lady Ningguang needs so much wound dressing all of a sudden? I'm not too sure. I did hear she's looking to rebuild the Jade Chamber. Maybe for its first aid on site? I didn't ask, though. Far be it from me to pry into my customers' personal affairs. Oh, and she also borrowed Chi-Chi. Meaning Boo Boo Pharmacy is very short-handed right now. I don't suppose any of you are looking for part-time work by any chance? No, we've got other stuff to do. While you're here though, you seem to know a lot. Have you ever heard of something called Sunset Vermilionite? Ah, the variety of plostrite used in the Jade Chamber, yes? There is some mention of it in the Seven Mountain Treatises. When activated, Sunset Vermilionite rises up all the way into the clouds. It's very rare indeed. Hey Trixie, schön, dass du da bist. Und danke, danke, danke. Mal gucken, welche Waifus noch in meine Sammlung aufgenommen werden. Weil, ehrlich gesagt, hat Genshin ganz schöne Menge an nice Waifus. Wie geht's dir so? Wie war WoW? As far as the records show, virtually all Sunset Vermilionite in existence has been mined and taken possession of. Also But the Feiyun Commerce Guild would know far more about this than I do. Also ich glaube, All the Waifus wird ein bisschen schwer in diesem Game oder ein bisschen teuer, aber wird schon irgendwie. Das dritte Gebiet immer noch so krass laggy. Ich habe ja vorhin ein bisschen reingeschaut, da ging's eigentlich. Oder gibt's da Gebiete, die noch weitaus schlimmer sind? Okay then, let's go ask at the Feiyun Commerce Guild. Thanks, Baiju. You're quite welcome. Good luck to you all. And if there's anything further you need from me, just come to the Boo Boo Pharmacy. Ich finde diesen Namen so niedlich. Boo Boo Pharmacy. Einfach cute. Ich frage mich, ob der irgendwann später nochmal eine größere Rolle spielt. Ob der nochmal in irgendeiner Weise wichtig ist. Das war das Falsche. Ah, okay, ja gut, dann wird sich das wahrscheinlich auch nicht großartig ändern. Wo bin ich? Das Geheimnis von Nantinamen. Das Geheimnis von Nantinamen. Okay. Wir müssen einmal kurz noch eine andere Nebenquest machen und dann können wir mit unserer Quest weitermachen. Also irgendwie läuft das nicht so ganz mit der Hütte. Gucken wir mal, ob wir das Jadegemach jemals wieder aufgebaut haben. Schauen wir einfach mal. Ist der Ring wirklich so gut? Ich meine, du hattest das vorhin erwähnt, aber der war, glaube ich, relativ hoch in der Gear-Stufe. Hat der auch gute Stats oder ist der einfach nur hoch vom Gear-Score? Ja. Hat der aber auch passende Stats dafür, dass der Gear-Score gerechtfertigt ist. Hier ist alles normal. Oh, okay, ja gut. Ja gut, ich habe nichts gesagt. Werdet ihr beiden euch den Ring dann auch erfahren? Oder sagt ihr, das ist gerade zu viel los, zu viel alles normal hier?
Ja, stimmt, bis zum 15. ist noch eine Weile hin. Da kann noch einiges passieren. Okay, hier ist anscheinend nichts passiert. Es ist alles normal und jetzt gehen wir wieder zurück nach Lea. Um der Frau zu sagen, dass alles normal ist. Ja, kann ich gut verstehen. Du bist jetzt ja im 3. Gebiet. Das heißt, du liegst an sich ja doch recht gut im Zeitplan, was das angeht, wenn du sagst, du möchtest alle Gebiete durchmachen. Uff, ja gut, Taku, das ist dann natürlich echt heftig. Aber Ruffarm war ja schon immer sehr, sehr zeitintensiv und aufwendig. So, darf ich jetzt weitermachen? Wir sind jetzt in einem Zwischenkapitel. Ja, gut, da zieht sich das definitiv. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass du gut vorankommst, auch in diesen 2 Stunden. Oh, 370 ist nice. Master Xingqiu, thank goodness you're finally back. Oh? Why do I detect an urgency in your voice? The guild has had a whole string of strange orders in recently. Everyone's been completely caught off guard. Your father gave me specific instructions to ask you to stay and help out if I happen to see you. I see. Have someone sort the orders by type for now. I'll deal with them myself shortly. Oh, how wonderful. Thank you, Master. With you on the job, I can breathe a sigh of relief. Hey, Xingqiu! Glad you're here. We want to ask you for some information. Traveler, Paimon, please wait a moment. Shu, I need to entertain some guests. Please continue with your work for the time being, and we'll discuss the matter of the guild's orders in more detail later on. Understood, Master Xingqiu. Then I will leave you in peace. Oh, Paimons winken. I wasn't counting on finding you here today. What's going on? And how, pray tell, may I be of service? Xingqiu, have you ever heard of Sunset Vermilionite? Oh, I see. So you've entered Lady Ningguang's contest as well. Immer doch. As well? Do you mean... The truth is, the Feiyun Commerce Guild is in possession of some Sunset Vermilionite, but only one piece. We are holding it on behalf of someone who has asked us to put it up for auction, and a lot of interested parties have already come to us inquiring about the price. At the end of the day, it all comes down to supply and demand. In this case, I'm guessing the final transaction price may be in excess of 500 million Mora. What? 500 million?! Besitze leider nicht so viel Geld. Honestly, I would recommend that you don't bother bidding on this one. The price is greatly inflated, and it's just not worth it. But without any Sunset Vermilionite... Don't panic. I don't suppose you ever heard of Sea Gazer? Who? Baby Nero, was gibt's denn Leckeres? Und lass es dir schmecken. Es ist schön, dass er gerade nur Sea Gazer gesagt hat, aber unten 2 deutsche Namen genannt wurden. Übersetzung. Was ist da los? Von dem höre ich zum ersten Mal. Sea Gazer was once very close to Mountain Shaper, but if I am not mistaken, he has already passed away. Dann lass es dir schmecken. Was für ein Pesto gibt's denn dazu? Yes, precisely. I didn't know anyone else knew about him. According to records of drifting clouds, Sea Gazer once built an abode to store his rarest and most exquisite treasures, among which was some Sunset Vermilionite. After Sea Gazer passed, the abode was abandoned, and its location was lost to time. Luckily, I came into possession of a stack of folk history books just recently. They make some oblique references to this lost abode, and after cross-referencing them against each other, I'm now fairly certain that it is situated in the Lisha area. Ich judge dich nicht. Ich finde das sehr interessant, wenn du mir jetzt noch verraten würdest, welche rote oder welches grüne das ist, weil bei den roten gibt es ja, ich glaube, mindestens 3 Sorten oder so. Aber nein, ich judge dich deswegen nicht. Wenn du sagst, das schmeckt, dann kann man da vielleicht mal drüber nachdenken, das auch zu probieren. That's great!
and take his treasure, wouldn't it be a little, you know, disrespectful with him being an Adeptus? Achso, und Vielleicht probiere ich das die Tage mal aus. Weil ich habe die bisher immer nur getrennt gegessen. You needn't worry. As far as I understand, Seagazer was very open-minded. Even while he was alive, he wouldn't have let something like this bother him. Open-minded? I have not heard of Seagazer being described in this way before. May I ask where you read that? Just a rumor I heard out in the mountains. All right then, let's go. There's something about this young lady that reminds me of a good friend of mine. Oh, I almost forgot. Adepti abodes tend to have very ingenious designs, especially when it comes to their defense mechanisms. Plus, it's likely to be crawling with monsters after being abandoned for so long. So please, be very careful. Wir schaffen das. Okay, we will be. Thanks, Xingqiu. Ist ja nicht unser erstes Rodeo. Als ob ich dich für sowas bannen würde. Meine Geschmäcker sind unterschiedlich und mehr als probieren kann man es ja im Endeffekt auch nicht. Und entweder schmeckt es dann oder es schmeckt halt nicht. Und ansonsten kann man ja auch nochmal mit den Anteilen gucken, ob man dann mehr Rot oder mehr Grün mischt. Das ändert dann ja auch nochmal ganz viel. Nein, ich habe mich gerade in den... Xingqiu said it should be around here, but Paimon doesn't see anything. Ich habe mich gerade in den Tod gestürzt. Wundervoll. This place was hidden using a special Adepti art. But now that I have removed it, we can inspect the area more closely. Ich liebe ihren Nagellack. Wow, that's amazing! Yep, let's take another look around. Hey, look! Is that a new Sealy over there? Und? Hatte ich recht? Yes. Ich habe mich einmal versehentlich aus dem Leben gehietet. Oh, Gottchen. Dann hieten wir dich mal wieder rein ins Leben. Und dann verfolgen wir mal die Seeli. Die hat uns bestimmt was Schönes zu zeigen. Sonst wäre die ja nicht so angeteasert worden. Willst du da wirklich runter? Nein, nein, nein. Das war so nicht gemeint. Das war so nicht gemeint. Nein. Seeli? Seeli? Oh, hi. Na. Oh mein Gott, kann ich nicht einfach springen? Tut mir leid, dass ich dich abbreche, Paimon, aber ich gehe mal davon aus, dass es ganz stark den Eingang geht. Ob ich wieder irgendwo hängen bleibe? Ob ich wieder durch die Map falle? Wir gucken. Oh, es ist richtig hübsch. Oh, so many clouds. It feels like we're high up in the sky. I believe this is the abode of that Adeptus. With any luck, the sunset Vermilionite we're looking for should be in here. Really? Let Paimon see. Huh? Isn't that the Sealy from before? Warum sind die Seelis so niedlich? It's gone and snuck beneath the clouds. And now that Paimon takes a closer look, the rocks and trees here don't seem complete. Oh, could there be something below the clouds? Hey, was denkst du? These are not real clouds. They are the product of an Adepti art used for spatial partitioning. If we want to go down, we must first destroy the mechanism that is maintaining the Adepti art. All right, then let's do it. I sense the presence of monsters in this place. I don't know where they are hiding, so we'd better be careful. Ups, ich wollte dich nicht abbrechen. Ich wollte eigentlich nur auf Pause drücken. Egal. Es freut mich zu hören, Taku. Auf welchem Spec spielst du denn eigentlich?
Oh, ich darf Shenhe spielen. Guckt sie euch an. Oh. Oh, vielleicht pulle ich mir auch eine Shenhe. Stellt euch mal vor, man könnte so durch den Himmel laufen. Ja, so ein bisschen Waifu ist sie halt schon. Und vor allem ist sie einfach auch total lieb. So, ich glaube, den muss ich mitnehmen. Ich glaube, ich spiele die Runde einfach mal nur Shenhe. Egal, was das Game mir sagt. Wenn ich sie schon spielen darf, dann will ich sie auch nutzen. Meine... Oh. Ah, also switchst du relativ häufig herum, Taku? So, spawnen hier auch noch Mobs? Hi. Was für eine... Okay, du hast eine ganz normale... Kann ich damit Schaden machen? Nicht wirklich, nein. Es sieht halt auch intelligent aus, sage ich schon. Es sieht halt auch schon echt elegant aus, was sie da macht. Okay. Darf ich das benutzen? Ah, ja gut. Wer die Augen aufmacht, sieht das hier auch. Hey, komm schon. Macht halt. Ich bin auf ihre Ulti gespannt. Jetzt ist da unten irgendwas passiert. It appears that we've been taken for intruders. This time, why not allow me to take care of this? Mache ich jetzt extra Cryo-Schaden hier? Ja, ich weiß, der Kampf würde schneller gehen, wenn ich andere Charaktere verwenden würde, aber ich weiß nicht, ich möchte ihr ein bisschen Screentime geben. The core of the mechanism is exposed. Now's our chance. Oh. Hat ja schon irgendwie Stil. Ach, das macht nebenbei extra Schaden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh. Vorrichtung wurde zerstört und der Nebel löst sich auf. Okay, ich habe Angst, dass ich da unten einfach aufklatsche und dann kaputt gehe. Okay, ich glaube, ich muss wirklich eintauschen. It looks like we need to go further down. Before that, let's destroy the guard mechanisms on this level first. Ja, okay, das ist schön, dass du da so flexibel bist, was das angeht, Taku. So. Nee, den lässt du da bitte sitzen. Aber... Ah, ich muss den Kern kaputt... Ich kann den Kern auch weiterhin doof anstarren. Mich wundern, warum ich Schaden kriege. Wow. Wie mein schwächster Charakter einfach den meisten Schaden macht. Was ist falsch mit meinem Hazo? Ich mache einfach gar keinen Schaden. Na komm her, Großer, ich mach dich platt. Leg dich doch mit mir an. Komm her, komm her.
Ab. Autsch. Jetzt wird's langsam eng. Unleash! Obey! By ordinance divine! Manifest! Ich weiß noch gar nicht, ob ich Innis laufen werde. Bin ja eigentlich nicht so der Inni-Fan. Ich glaube, wenn ich da schon so hingucke, dann passiert da gleich was. Ich weiß nicht, irgendwie sind mir Innis bisher immer zu stressig gewesen. We're gonna fall. This time we're really gonna fall. Yes. So high. Luckily there was a pool of water at the bottom. Otherwise that could have ended very differently. Ach, Palman, ich bin's mittlerweile gewohnt, dass ich durch irgendwelche Cutscenes Let's catch up with it. irgendwo hinfalle, wo es einfach richtig weh tut. Something looks different Ich about berühr's. this stone wall. Let's take a closer look. Kann Dinge durch die Gegend schieben. Kann Dinge durch die Gegend schieben. Oh, ich habe eine Kiste gefunden. Ah. Okay. Oh, das ist voll hübsch hier. Stellt euch mal vor, ihr könntet hier wohnen. Okay, vielleicht ist das nicht ganz so attraktiv, wenn man drüber nachdenkt, aber der Gedanke wäre schön. Weiße Jahreszeit. Was ist das denn für ein Erfolg? Muss ich gleich mal gucken, was weiße Jahreszeit ist. Das sagt mir jetzt gerade so gar nichts und ich kann mir auch nichts darunter vorstellen. Kann ich verstehen, aber die kann man ja zur Not irgendwie, weiß ich nicht, kann man denen ja sagen, dass sie vielleicht sich ein bisschen entfernen sollen. Vielleicht sind sie ja so lieb und hören. Und zur Not wird man ein bisschen nachdrücklicher. Das stört die bestimmt nicht. Es ist so krass, wie Hazel einfach den meisten Schaden macht. Aber so wirklich mit Abstand den meisten Schaden. Der Boy hat das kleinste Level. Autschi. Shenhe. So. 2 von den Robotern sind aber auch echt fies. Die stompen mich. Packt eure Fuzis so anders hin. So. Nein. Nicht hauen. Ich habe gehört, das tut weh. Erstmal Sino wieder aufladen, der freut sich bestimmt. Hau mich nicht. So, dann hauen wir hier nochmal ordentlich drauf. Aber diesmal bitte ohne separate Störungen. So. Ich meine, im Endeffekt nehmen wir bei ihm jetzt gerade auch nur die ganze Bude auseinander, oder? Wenn man das so ausdrücken darf, aber ich glaube, wir nehmen bei dem gerade aktuell auch nur die ganze Bude auseinander. Das sieht schön aus.
Oh, hier steht sogar noch alles. Och Mann, oh. Der Arme, ey. Nehmen den mal mit. Is this it? Is this the sunset vermilionite? It's so huge. Naja, das Jadegemach ist ja auch sehr groß. That's true, but then again, why isn't it floating? Prostrate doesn't float until it's activated. It may look different from most ordinary stones, but it weighs around the same amount. Only after being activated does Prostrate reveal its true nature, breaking free from the shackles of the mortal realm and ascending up into the heavens. Wow, Shenhe, you seem to know everything about this. Only because my master is fond of chatting about these things. The moment she has some time to spare, she'll come straight for me and start telling story after story. I don't care for her stories most of the time. I certainly didn't expect them to ever come in handy like this. Die Meisterin von Shenhe ist... Hold on a sec. Paimon just realized something. If we activate it here, there's no way we'll be able to get it back to the site, right? Heck, we'll be dragged up into the sky too! But if we don't activate it, how else are we gonna lift it? This rock must weigh well over 1,000 pounds, surely! Don't worry. I can handle the weight quite easily. What? Are you sure? Be careful. Please don't worry. I'm well aware that a Prostrate sample this large must be highly valuable. I will be gentle with it and make sure it does not get damaged. Shenhe, du sollst deinetwegen vorsichtig sein. My safety. That's right! Paimon's sure you can handle it and everything, but if something this heavy lands on you, you're gonna get yourself hurt, no matter who you are. You gotta be extra careful when lifting heavy objects. It's just common sense. Is it now? Well then, thank you. I'll go on ahead with the Prostrate. Let's meet at the building site later. Okay. Sie trägt's auf der Schulter und geht weg. Was? Carry that huge rock all by herself. Adepti super strength much? We can't slow down yet. Let's go meet her at the building site. Und hier sind jetzt noch ein paar kleinere Stücke. Okay, die sind aber anscheinend nicht wichtig. Dann lassen wir die hier hängen. Wir müssen ja nicht die ganze Bude leer räumen. Aber das fühlt sich irgendwie komisch an, da in so eine verlassene Bude reinzudackeln. Weiß ich nicht. So, gehe zur Baustelle des Jadegemachs und finde Shenhe. Kann ich da ankommen? Uff, draußen ist ganz schönes Unwetter. Bitte trigger jetzt keine Katzen. Bitte trigger jetzt keine... Nein! Oh my god, I can't believe my eyes. How can she lift that massive rock all by herself? She's got to be one of those adepti, surely. Oh, mighty Adeptus, please give me your blessing so that in the coming year I may reap a more bountiful salary. This is top tier in size and quality, and the condition it's in is quite simply immaculate. Congratulations! This item is approved for submission. I'm going to award you full marks for the Sunset Vermilionite item. May I take your name? My name isn't important. I'm not even here to compete. I was just delivering this for some other people. They should be here any minute now. Ich bin euch gerade auf den Kopf gefallen. Ah, so you're the ones behind this. No wonder. The rarest talent turns in the rarest Prostrate specimen. But I have to correct you on one point. It's not helper, it's secretary. Okay then, Miss Secretary, what do you think of the rock we found? Pretty amazing, right?
In truth, it is the finest piece of plastrite we have received so far. If everything goes according to plan, we will use this piece in the foundation of the Jade Chamber, which will enable us to proceed to the next stage of construction. As a side note, Lady Ningguang has rented some dwellings in the nearby area to serve as accommodations for the contestants. If you need a place to rest, you are welcome to stay there. Now, please excuse me. As you can see, there is still a lot of work to do on the building site. Shenhe! Shenhe! Just now on the way over, pretty much everyone was singing your praises! Oh, really? What kind of reaction is that? So strange. Aren't you happy about it? Whenever Paimon gets praised, Paimon can't help but hold her head up high and break into a big smug smile. I've had Smug similar Paimon, compliments oh mein before. Gott. They Bitte call me an kenn Smug adeptus, Paimon. treat me with great Oh. deference and respect, as if I'm set apart from the common folk. Yeah, 'cause that's how adepti are. At least the ones we've met are pretty unique and reclusive too. Way different than normal people. Ich will ja nicht sagen, aber die machen das extra, dass sie hier genau auf dieses Hüftfenster der freien Haut zielen, oder? Das machen die extra. Anders kann ich mir das nicht erklären. I am not... Shenhe? Geht es dir gut? I'm fine. I've been exerting myself quite a lot ever since we set foot in that abode. I'm just a little fatigued. Well, Byron said that there are some makeshift hotels we can use, right? Let's go check in and take a rest. Weil ich meine, ja. No need. I simply need to find myself a secluded place in the wilderness to sit and meditate in silence. You can't do that. It's dangerous out in the wild on your own. Oh. When you're hungry, you go eat something tasty. And when you're tired, you go lie down in a nice, comfy bed. Alright? Seriously, don't punish yourself like this. Da hat Paimon ganz recht. Okay. If you insist. Great! Now we're talking. Let's head to our hotel. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir uns ausruhen. Klettern wir da mal hoch. Ich weiß zwar nicht, ob das die richtige Richtung ist, aber wir nehmen das einfach mal mit. Und ich bin nicht in den Tod gestürzt. Oh mein Gott. War lucky. War lucky. Ich schlafe hier oben. Ich darf hier nicht schlafen. Hi. Hi there. Checking in, are we? You're just in time. We only have 2 rooms left. Since this was chosen as the building site for the new Jade Chamber, we've had a constant stream of people in this area. And not just workers either. Visitors, business people, tea sellers, all sorts. So, business is booming for me today. Very few vacancies. You're lucky you got here when you did. Great! One of your rooms is still being cleaned. I guess it should be ready within the hour. The other room is just at the door on the left. Here are your keys. All right. Hope you enjoy your stay. Please excuse me, I'll leave you to it. Shenhe, you should go get some rest. We'll hang around outside until the other room's ready. Paimon's gonna go see if there's anything good to eat around here. Paimon couldn't help but notice one of the guests walk in with a Danke, huge Nero. grilled chicken drumstick before. Let's buy one for Shenhe too. She can have it as a midnight snack. Or save it for breakfast tomorrow. All right. I will head to my room for now. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe höchsten Respekt an die Synchronstimme von Paimon, dass sie so smug lachen kann, wenn es um Essen geht. If you need anything, don't hesitate to disturb me. I'm a light sleeper. I will hear if you knock on the door. Ruh dich gut aus. See you tomorrow.
retainer? What's she doing Ist das here? ein Bonk-Emote? Let's go and say hi. Ich glaube, Paimons größte Liebe im Leben ist Essen. Egal was für ein Essen, Hauptsache es schmeckt gut. Laut Retainer! One trusts you have met Shenhe. So, are you getting along quite well? So far, so good. Yeah. So, you know Shenhe too, Cloud Retainer? Naturally. Save for Ganyu, who spends the majority of her time in Liyue Harbor. All the Adepti living today are acquainted with Shenhe to some degree. Cool. So, what's her Adeptus name anyway? Calling her Shenhe feels kind of friendly, but also kind of disrespectful. So Paimon's thinking maybe it'd be better if we called her by her Adeptus name instead. Her Adeptus name? Why, pray tell, would Shenhe have an Adeptus name? Don't all Adepti have a special title they go by? On this latter point, you are correct. However, Shenhe is human. Oh, right. Wait, what? Es ist also die Wahrheit. What? You knew already? So is Paimon the only one who didn't know? Do you mean to say that she presents differently from ordinary human beings? Well, to start with, her problem-solving methods are extremely direct. Ah, yes. She was like this all those years ago when one first met her. In this respect, she has not changed. One first found Shenhe by chance in a cave. One was passing by and sensed the presence of a god's remains. Being of an ever-vigilant disposition, one entered immediately to inspect the scene. Inside was Shenhe, then aged around 6 years old. In her hand, she held a dagger with which she was confronting a monster that was the god's remains incarnate. Oh. That sounds so dangerous. When one arrived, she had already been locked in confrontation with this monster for several days. Most mortal children are fragile, both physically and mentally, and are highly reliant on their parents for survival, but not so her. That she was able to endure such terrible danger was due not only to her strong willpower, but also to the bloodlust and homicidal instinct with which she was born. One dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. She even pointed her dagger in one's direction and remained ready to strike. Only after she was satisfied that one had no intention to cause her harm did she finally relent. She then passed out without uttering a single word. In other words, if you hadn't passed by that day, Shenhe might have... Not necessarily. Upon one's arrival, one could sense that the god's wrath was gradually receding. Even had the stalemate continued, one suspects that Shenhe may have still emerged the victor of the confrontation. Oof. That's still so dangerous, though. Why was a tiny little kid battling against the wrath of a god in the first place? Alas, the mortal world is rife with suffering of every kind. And she had experienced her fair share of this, even at a tender age. Seeing that she was homeless, one decided to adopt her. Die Meisterin, von der Shenhe immer spricht, ist also... Indeed, it is one to whom she refers. Shenhe has an extraordinary constitution, making her well adapted to practicing the Adepti arts.
All the Adepti cherished her talents, and so we were willing to train her. However, her homicidal urges did not subside with age. Rather, they grew stronger day by day. Mooncarver once performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity. Consumed by malevolent energy, she is prone to bring harm to those around her. Such is the magnitude of the danger this poses, that her soul must be bound with red ropes to keep her homicidal instinct at bay. Uff. The red ropes have indeed served to keep her calmer and more content. They also seem to have rendered her somewhat inexpressive. Perhaps the red ropes are so powerful that they have suppressed some of her other emotions as well. It is only by fate that people's paths may cross. Now that Shenhe's path has crossed with yours, please be sure to treasure the gift that fate has given you, and take good care of her. Gib mein Bestes. Oh, now Paimon gets it. You came out here to check up on Shenhe because you were worried about her, didn't you? Huh. You dare draw such a facile conclusion on the nature of one's present excursion? Incorrect. The truth is that while Liyue Harbor may seem peaceful today, danger is always lurking in the shadows. Ningguang once made a bold assertion that this is to be the era of the contract between Liyue and the humans. Well, one is most curious to observe how she will respond to the coming storm. If she handles it admirably, one is willing to be a witness to her achievements. But if she does not, the Adepti shall not hesitate to seize control. Let us conclude our conversation here for today. One has occupied enough of your time, and night is approaching. Be sure to get ample rest. Das klingt, als hätten wir eine ganz schöne Aufgabe vor uns. So, Shenhe isn't an Adeptus after all. She just grew up around the Adepti. Ich will ja nichts sagen, She doesn't like being treated as an Adeptus. Having aber everyone falling over themselves to show their respect all the time must be kind of hard to deal with. ich habe das Gefühl, dieses ganze Hotel hat nur 2 Zimmer. Ja gut, vielleicht noch 2 im Obergeschoss, aber die haben dann keine Fenster. Das ist dann auch so ein bisschen Ripperino. Oh mein Gott. Aber so. Dann würde ich sagen, ist es auch langsam wieder Zeit, dass wir für heute Schluss machen. Ich danke euch vielmals dafür, dass ihr reingeschaut habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch einmal bei Samael vorbeischaut. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch einmal beim lieben Nero vorbeischaut. Ah, ich muss noch ein bisschen warten. Egal, die 3 Minuten kriegen wir auch noch rum. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Start in die Woche. Habt heute noch einen schönen Abend. Denkt dran, morgen ist schon Mitte der Woche, dann ist es auch schon fast wieder Wochenende. Wer möchte, kann beim totalen Chaos von God Eater am Donnerstag zuschauen. Das wird wahrscheinlich wieder ein Haufen Gefarme für ein Item, was mich nicht mag. Wir gucken mal, wie das läuft. Das freut mich zu hören, Taku.
Aber okay, gut. Nero hat sich gerade schon selbst vorgestellt. Ich hoffe, das ist dann auch okay so. Von daher vielen, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Es war echt schön mit euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr hattet einen schönen Abend. Schlaft gut, träumt was Schönes, erholt euch vor allem gut und wer möchte, wir sehen uns am Donnerstag. Bye, bye!